Also Sommer des Zögerns, das sind wir jetzt, oder auf Englisch haben wir das Summer of Suspense genannt. Und ich habe das zusammen mit Matthew Hansen kuratiert. Matthew Hansen ist ein Kurator aus Neuseeland, der in Zürich lebt. Ausgangslage, der Grund für die Ausstellung war, dass ich 3 Ausstellungen verschieben musste und mir dann überlegt habe, was kann ich machen. Parallel dazu, das war ja eben Corona-Zeit, habe ich gesehen, dass viele junge Künstlerinnen und Künstler Geld brauchen, dass sie halt die kleinen Jobs, dass sie alle weggefallen sind, nicht Bars, Restaurants, Ausstellungsaufbau und. Und dann habe ich gedacht, ich habe Geld natürlich verschieben, ich hatte ja Budget, ich muss das nach außen in die Community verteilen. Ich habe dann mich mit Matthew zusammengesetzt und wir haben eine Liste von 43 Künstlerinnen und Künstlern aufgeschrieben, ausgesucht, die wir dann kontaktiert haben. Natürlich hätten es viel mehr sein können, es hätten 150 sein können, aber das hätte Budget und Raum gesprengt. Haben uns also auf 43 beschränkt und haben alle eine E-Mail geschrieben und gesagt, der Deal ist so, wir geben euch 1000 Franken und ihr bringt ein Werk in die Ausstellung. Und natürlich können wir nicht alles gleichzeitig aufbauen, weil wir dürfen ja nicht mehr als 20, damals noch 20 oder sogar nur 5 Leute sein. Was wir machen können aber ist, jeden zweiten Tag kommen 2 Künstlerinnen und Künstler und bauen mit uns die Ausstellung auf. So dass es 21 Aufbautage gibt, dass die Ausstellung sich anhäuft, immer dichter wird. Also wie man jetzt hier sieht, wird es immer dichter. Wir sind jetzt bei Tag 18. Und jede Aufbaunachmittag, sind wir von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr abends, jeder Aufbaunachmittag, da kommt anschließend um 6 gibt es eine kleine Eröffnung. Das Ganze dient dazu, auch Normalität zu üben, also wieder zurückzukehren in sowas wie ein normales Leben, mit allen Auf und Abs, die wir jetzt kennen und die noch kommen werden. Wie gesagt, wir sind heute Tag 18. Matthew und ich auch schon ein bisschen vom Marathon gezeichnet. Hoffen, es geht alles gut, wird auch alles gut gehen, aber nach 21 Eröffnungen werden wir Ferien brauchen. Genau, es hat angefangen in der großen Halle natürlich, ganz alles war leer. Jemand kam, Sam Porritt kam und Walter Pfeiffer und haben das Werk installiert, war auch schon die Q-Library dabei und etwas habe ich vergessen zu sagen, es sind alles nur Künstlerinnen und Künstler, die in Zürich leben, wohnhaft sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir, wenn wir 1000 Franken geben, dass die dann das also nicht brauchen müssen für Zug, Hotel, Transport, bla bla, sondern dass diese 1000 Franken, wenn sie wirklich nötig haben, sie 1:1 behalten können. Also es ist wirklich in diese lokale Szene raus. Alle haben zugesagt, keiner hat abgesagt, keine hat abgesagt. Alle haben die hatten 2 Tage Zeit, sich zu entscheiden. Alle haben sofort zurückgeschrieben, weil ja alle da waren, nicht? Jetzt sind wir da, kommt man da rein. Es fängt halt überall an. Das ist auch noch etwas, was wichtig ist. Die Ausstellung hört sozusagen nie auf. Sie fängt immer nur an und sie geht immer weiter. Es gibt eben keine Eröffnung, sondern 21 Eröffnungen. Und so kann man überall reinspringen, wo man will. Gehen wir da mal zum Grundriss. Wir haben uns dann überlegt, wie können wir machen, damit man sieht, wer was zeigt und damit wir das nicht immer neu drucken müssen mit einem Floorplan. Auch wenn man kurzfristige Verschiebungen macht, dann müssen wir immer wieder alles neu drucken. Deshalb haben wir diesen Grundriss gezeichnet und zeichnen immer ein, was wo stattfindet. Dann ist Nick Hess gekommen aus Zürich und hat daraus mit seinen Klebestreifen eine ganze Architektur gebaut. Also plötzlich ist diese Übersicht
unübersichtlich geworden oder vielleicht besser ist ein Gebäude geworden, ein Kunstwerk. Das ist die große Halle. Das hat am Anfang auch nur ganz leer ausgeschaut. Jetzt ist es fast gefüllt. Das ist ein Werk von Caro Nieder, eine Malerei hat sie ausgewählt von 2010. Genau, das, was wir vielleicht dieses Jahr eben nicht haben werden. Das ist ein Werk von Bea Schlingelhoff. Es sind 7 Anagramme des Satzes Art is Anti-Aggression. Also dieses Durchdeklinieren von Buchstabenzusammensetzung, von Anagrammen in Form einer Säule, als würde das Gebäude halten. Hier Leon Salus, die nicht die Ästhetik des Comics Donald ohne Furcht und Tadel aufnimmt und dann das sich aneignet und eine eigene Tank Girl, eine eigene Fanzine oder ein mögliches Fanzine einer Künstlerin entwirft. Daneben von Yannick Choret diese Radiostation aus den USA, aus den 70er Jahren. Hinten hört man diesen kleinen Sound nicht von Giorgio Moroder, dieses berühmte Disco-Stück. Diese Radiostation war berühmt, weil hier einer saß, ein Radio-DJ, der etwas gemacht hat, was man heute vielleicht Podcasts nennen würde, und zwar über die Outer Frontier, also über die Erde rausgehen. Das ist übrigens das Werk von Gabriele Garavaglia, ein italienischer Künstler, der in Zürich lebt. Das ist eine FA-18, die alle halbe Stunde vorbeifliegt. Viele denken, es sei tatsächlich ein Flugzeug. Zurück zu dem, da kamen die Truckdrivers, sind vorgefahren und sind dann rein und haben auch erzählt von diesen Begegnungen der dritten Art. Diese Frage oder Spekulation, ob es da noch was anderes gibt als den blauen Planeten, was manche mit Ja beantworten und manche nicht. Dann daneben gleich und im ganzen Raum verteilt von Jack Price diese Sneakers, diese Turnschuhe mit nicht perfekt weiß, aber dann da schön schmutzige, eigentlich so nicht so, könnte man sagen, Liverpool-Hooligan-Hipster-Schuhe, aber dann eben mit einer Verfremdung eingezogen. Agnes Wieler, eine auch in Zürich lebhafte auch, aber auch lebende Künstlerin, die kaum jemand kennt, die ich kennengelernt habe über Innen, eine Zeitschrift aus Zürich, die ein kleines Fanzine mit ihr gemacht hat. Hier eine Arbeit von Elsa Siele, die ein Pendant kennt, drüben im Eingangsraum. Und Elsa hat uns gesagt, dass wir diese zwei kleinen Skulpturen, eine ist bildhaft und die andere ist eigentlich wie ein Modell eines ganz komischen Raumes, der sich auch wiederum wie eine Zeichnung verhält, weil er hier, das sind ja kleine Minen, nicht wie ein Theater, wie eine Art einer Bühne bilden. Und das Ganze wird getragen von dieser kuriosen, diesem komischen, utopischen Zelt. Steht jetzt im Moment da, könnte auch anderswo stehen. Jetzt tritt das hier in Beziehung oder in Konkurrenz oder umgekehrt mit dem Brunnen von Rudi Bechtler, der alle Viertelstunde, nicht ein selbstgemachter Brunnen, der schön im Kreis sich dreht, wie wir uns im Moment auch ein bisschen im Kreis drehen.
Da fließt, wenn man da reinschaut, fließt das Wasser in der Gegenrichtung hoch, nicht? Es fließt zwar so da und mit etwas Fantasie fließt es in der Gegenrichtung hoch. Die Ausstellung wiederum spiegelt sich auch in Bea Schlingelhof und Caro Niederer und alle spiegeln sich in diesem Spiegel. Hinten eine Arbeit von Linus Stiefel, einem jungen Künstler und vor allem auch Musiker und Sänger. Er hat ein Konzert gemacht, das sozusagen sind die Resten dieses Konzerts mit dem kleinen Keyboard und dann da eine Art Gedicht oder vielleicht auch ein Song aus seinem Repertoire. Das heißt, es gab und gibt Performances, die meisten außer einer, da sage ich nachher noch etwas, hinterlassen Spuren, sei es so ein Relikt oder sei es dieses Relikt von Nils Amadeus Lange mit einer ganzen Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die dann diese Objekte benutzt haben und andere haben dazu getanzt. Das war ein abendfüllendes Programm. So ist die Ausstellung, hat diese verschiedenen Momente, diese verschiedenen Zeitverläufe, Eröffnungen, Installationen, Aktivitäten. Manche stehen immer da, manche werden auch wie das da verschoben, werden das vielleicht wieder installieren. Auch Nils hat gesagt, es war ursprünglich da, jetzt ist es da, ihr könnt es weiter schieben. Dann von Xia Zhang, ein Film, ein sehr interessanter Film, 2 Jahre von Filmrushes, also Filme, die sie gedreht hat überall, die sie jetzt zusammengeschnitten hat und mit einer wichtigen, auch politisch sehr pointierten, mit sehr pointierten Subtitles, also Untertiteln, sozusagen zusammenbringt. Und Sam Porritt, dieser Ball, das war das erste Werk in der Halle. Das fällt runter, geht hoch, fällt runter, geht hoch. Also eine Art sinnlose kinetische Aktivität, ein Springen und frei sein und dann wieder gefangen werden. Dominique Michel, der ewig wartende Mann, nicht wie wir alle im Moment Corona-Krise, wir stehen in der Gegend rum, sind aus dem Hamsterrad gefallen und warten jetzt mal auf was da kommt. Von Ivana Kojic, auch in Zürich lebende serbische Künstlerin, sie hat eine Art Grabstein gemacht, wie das in Serbien, wie man es in Serbien oft antrifft. Ist da diese Rose runtergefallen, vielleicht hat sie verschoben, aber ursprünglich war sie, glaube ich, so. Und Sitara Abusar Ghaznavi, diese eigentlich auf der einen Seite minimale Wandskulptur, die sich der Sprache dieser doch sehr männlichen Kunstrichtung annimmt, diese Vorstellung von Minimalismus und Reduktion und dahinter dann die Tapeten direkt auf die Wand geklebt mit dem auch Rosenmotiv. Nicht wie bei Ivana hat man auch dieses Motiv der Rose, wie auch beim Eingang, das sehen wir von Catalina de Nicola, eben auch eine Rose. Von Jasmine Gregori, Malerei, scheinbar klassisches Stillleben und dann eben doch nicht mit diesem chirurgischen Instrument, mit dann diesen Früchten. Von Andreas Stobler eine ganze Installation für den Raum gemacht. Dafür musste er eben diesen Vorhang zerschneiden, damit er den Fluss hin und her in den Raum und zurück hat. Nicht, das wäre normalerweise ein geschlossener Raum hier. Geht eigentlich ins Studio der Kunsthalle rüber. Habe ich gesagt, Nina Emge, dieses Instrument, das nicht benutzt werden kann, das sozusagen, das nur visuell tönt, oder nicht nur, aber es tönt visuell.
eine Zeichnung, aber auf PVC, nicht? Von Linda Semadeni, die das alles auf ein iPad gemacht hat und dann ausgedruckt. Nicht dieses eigentlich kleine Format der Zeichnung aufgeblasen, um für den Raum, für die Größe des Raumes nutzbar gemacht hat. Am Boden hier mit dem grünen Licht von Pamela Rosenkranz eine Installation, nicht ganz 3 Elemente, ganz einfach grünes Licht, normales Plastik und darunter Knochen, und zwar Schlüsselbeine sind das. Sie hat gesagt, dass sie gesessen ist, oft jetzt während dieser Krise, und dann hat sie gemerkt, wie das alles auch da dran hängt und gerade bei Vögeln diese Schlüsselbeine ja enorm wichtig sind für die Flügel und für den Zusammenhalt des Körpers. Ein zweites Bild von Linda Semadeni, das so in Korrespondenz ist, und da sind wir zurück bei Caro Niederer. Jetzt, wir haben angefangen bei dem Grundriss, geht es weiter jetzt auch in dem Raum von Lorenza Longhi, einer jungen, auch italienischen Künstlerin, die in Zürich lebt, ebenfalls. Dann Thomas Sauter. Eigentlich relativ wenige Malerei in der Ausstellung. Wir haben mehr erwartet. Also wir haben auch gesagt, wir haben nicht ausgewählt. Das war eben die Sache, die bringt. Ihr seid frei zu bringen, was ihr wollt, und wir müssen halt dann damit umgehen. Wenn man jetzt da eine auch der großen ortsspezifischen Arbeiten von Manuccio Milani, diese mit Airbrush gemachte Wandzeichnung. Im Gang draußen von Stefan Burger das Corona-Video. In Kloten ist während der Corona-Krise, während des Lockdowns nach Kloten gefahren, an den Flughafen, und hat dort den leeren Flughafen und nicht die Überreste eines Flugbetriebes gefilmt. Ebenfalls von Bea Schlingelhof ein Vertrag, den wir mit ihr zusammen diskutiert haben und dann schlussendlich nicht unterschrieben haben, also ein Manifesto-Vertrag. Hier die 3 Plakate der Ausstellung plus das Plakat Join, All You Need is a Heart and a Dollar von Mitchell Anderson, und das ist ein Poster aus Anfang des 20. Jahrhunderts, aus der Gründungszeit des Roten Kreuzes, und was er gemacht hat, er hat die Farben invertiert. Das Rote Kreuz ist ja auf der Fahne, auf der Flagge der Schweiz entstanden, einfach indem die Farben invertiert wurden, und dann wurde dieses Plakat gemacht und jetzt hat er das zurückinvertiert in die Schweiz. In der Garderobe, also dem etwas unpopulärsten Raum, Peter Fischli, der sozusagen eine Einzelausstellung hier hat in der Ausstellung, in der Garderobe. Das ist ein Ferienvideo, ein melancholisches Memento Mori zu einer Zeit, die im Moment gerade nicht mehr da ist. Nicht dieses sorglos am Strand sitzen, in die Sonne schauen und dem Wind zuhören. Begleitet von einer Art Muzak, nicht, hier kommt die Sonne, nicht die Musik, die da fast, man fühlt sich zwischen sozusagen einem Lift
mit einem Ausblick in eine ferne Vergangenheit. Um jetzt mal etwas pathetisch zu sein. Hier von Francesco Cagnin, Francesco Cagnin, diese Arbeit sind eigentlich, man darf es nicht machen, aber ich mache es jetzt trotzdem, wie Pop-up, nicht diese Pop-up-Bücher. Und er hat Plakate von Filmen genommen und hat dann Sätze ausgeschnitten mit anderen Filmplakaten kombiniert und daraus einen ganzen Satz gemacht, der so um die Ecke geht. Walter Pfeiffer, das war eines der ersten Werke, oder hier das erste, diese wunderbare Auswahl von Walter Pfeiffer zum Thema Sommer des Zögerns, auch zum Thema, was mache ich hier, was mache ich in diesem Jahr. Die Rose von Katharina de Nicola, Elsa Sile, das zweite Werk, nicht drüben sah man diese Struktur, hier eine Art kleine Malerei in Form eines Panels, das da etwas unsicher auf dem Boden steht. Hier der Lift, der Scherenlift der Kunsthalle Zürich, kein Werk, aber da die Arbeit von Shamiran ist die Fahne, die wir jetzt hier oben installieren. Also das müssen wir jetzt noch aufbauen, das ist heute diese Wolke. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es ausschaut. Stefan Burger, er hat eben diese Film gemacht am Flughafen Kloten und hier diese komische Innenarchitektur. Und auf dieser Wand, wo wir aufgeschrieben haben, Sommer des Zögerns, Summer of Suspense, nicht am Schluss dann auch nicht mal mehr geschafft, das fertig auszuziehen, aber hat uns auch gut gefallen, dass eben der Sommer des Zögerns selbst auch nie zu Ende kommt. 2 Arbeiten von Sabian Baumann, Bleistiftzeichnungen, eigentlich diese Riesenzeichnung, die sich selber zeichnet, die gleichzeitig ein Mensch ist, die gleichzeitig diese Brustentfernung sich selbst oder von anderen beifügt oder vornimmt oder auswählt oder realisiert und da das Nachdenkliche, eigentlich das Walter Pfeiffer Motiv in einer anderen Variante, nicht diese nachdenkliche Figur mit einem komischen Blick in die Zukunft. Und zum Schluss an den Anfang die Arbeit von Q-Library, einem Kollektiv. Das ist eine Arbeit rund um das sogenannte Juchareal in Zürich, Baracken für Fremdarbeiter, vor allem aus Italien, aus den 60er Jahren. Wir haben ja jetzt 50 Jahre Schwarzenbach-Initiative, also diese skandalöse Initiative, die fast realisiert worden wäre und unglaublich rassistische Initiative war, die aber doch fast 50% der Schweizerinnen und Schweizer als richtig empfunden haben. Das ist ein Schandfleck, ehrlich gesagt, der Geschichte des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Zum Teil also diese Aufarbeitung der Schwarzenbach-Initiative, aber eben auch ein Blick aus heute auf diese Baracken und auf die rassistische Behandlung von Fremdarbeitern. Soweit sind wir jetzt. Es fehlen noch, muss ich schauen, 6 Werke.
Hier sieht man eigentlich dieses Szenario hier oben, immer das Datum und wer kommt. Da kann man sich immer daran orientieren. Wir sind im 4. Juli, 4.7. Lara Damaso, Shamira Nistifan, dann kommt noch Agnes Moro, Shirana Shabasi, Tim Meister, Claudia Schiffele, Nusser Glatzova und Loredana Sperin. Und vielleicht wichtig auch zu sagen, dass sehr viele ganz junge Künstlerinnen und Künstler, aber auch Leute, die etablierter sind, auch Leute, die älter sind. Das hat eine große Breite von verschiedenen Generationen, auch eine große Breite von Herkunft, verschiedenen Herkünften. Und so ist dann am 11. Juli mit diesem Aufbau ist dann vorbei. Und dann lassen wir diese Ausstellung doch noch bis Ende August, vielleicht bis Anfang September stehen, weil ein bisschen zu unserem Erstaunen ist, also man will ja jetzt nicht im Selbstlob sich baden, aber ist viel besser oder ist echt schon rausgekommen. Ein bisschen unerwartet, nicht? Und das hat damit zu tun, hat weniger mit uns zu tun oder unserem Konzept. Ich soll noch sagen, wir haben alle Paare, sind zufällig gelost. Also wer wann kommt mit wem, ist alles zufällig ausgelost worden. Die eine Frage von Matthew Hansen und mir war natürlich schon, also was passiert, wenn 43 Leute, Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit bringen, wir das aber nicht kontrollieren, weil sie können ja bringen, was sie wollen. Was wird aus dieser Ausstellung? Wird es ein grauenhafter, gemischter Salat? Und jetzt sind wir eigentlich erstaunt, wie gut das doch, wie lebhaft und auch wie unglaublich stimmenreich diese Ausstellung geworden ist. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Qualität sehr hoch ist der Arbeiten. Also es kippt nicht in irgendein beliebiges Gebrammel rüber, sondern man sieht einzelne Positionen, man kann, glaube ich, darauf hin und es hat diesen Reichtum, aber es hat eben diese Qualität, weil die Leute dankbarerweise wirklich gute Arbeiten in die Kunsthalle Zürich gebracht haben. Deswegen lassen wir sie auch noch stehen, die Ausstellung. Ich muss sagen, diese 21 Tage Aufbau mit 21 Eröffnungen sind natürlich einigermaßen auch anstrengend, aber das bringt etwas sehr Angenehmes mit, nämlich dass man normalerweise an einer Eröffnung hat man erstens das Gefühl, dass eine Ausstellung vorbei ist, weil irgendwie dann alle weg sind und das hier nicht der Fall ist, weil die kommen immer wieder und kommen immer wieder. Und zweitens hat man wirklich Zeit, miteinander zu sprechen. Nicht normalerweise 100 Leute, 200, 300 Leute, macht nur so, man hat ja gar keine Zeit zusammenzusitzen, ein Bier zu trinken und zu diskutieren. Und jetzt sind wir seit Anfang Mai dabei und dann haben wir wirklich jeden zweiten Tag sitzen wir 5 Stunden in der Kunsthalle bzw. auf der Terrasse und diskutieren mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit den Besucherinnen und Besuchern. Und es hat eine unglaubliche Qualität, so arbeiten zu können. Und natürlich merkt man plötzlich, was man vielleicht im Hamsterrad der internationalen Reiserei nicht gemerkt hat, welches Potenzial eine Stadt wie Zürich hat. Hier gibt es so viele Talente, die gefördert werden müssen und was man vielleicht vor der Krise gar nicht gemerkt hat.